Du glaubst, WissenschaftlerInnen sitzen allein im stillen Kämmerlein? Das ist schon längst nicht mehr so. Entscheidend ist heute nicht nur, wer forscht, sondern wie gut Menschen miteinander vernetzt sind. Mein Name ist Dr. Marie Ritter von der Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie der TU Braunschweig. Heute zeige ich dir, wie wir als Joint Research Group Begleitforschung die Zusammenarbeit in der Forschung auf das nächste Level bringen. In der modernen Wissenschaft entstehen Innovationen in Zusammenarbeit. Nicht nur an einem Lehrstuhl, sondern übergreifend zwischen mehreren Forschungseinrichtungen. Daher arbeiten hier an der Open Hybrid Lab Factory Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter einem Dach zusammen, um die Kooperation in den Joint Research Groups in besonderem Maß zu stärken. Begleitend untersuchen wir diese Zusammenarbeit und entwickeln sie mit gezielten Maßnahmen und Formaten weiter. Methodisch bedienen wir uns dabei häufig der sogenannten Netzwerkanalyse. In diesem Netzwerk sind einzelne Personen als Punkte, sogenannte Knoten, eingezeichnet. Personen oder Knoten sind miteinander verbunden, wenn sie untereinander in Beziehung stehen, also zum Beispiel Wissen austauschen. Diese Verbindungen nennen wir Kanten. Und wie wir so ein Netzwerk nutzen, um die Zusammenarbeit in den Joint Research Groups zu stärken, das schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen damit, den Status quo des Wissensaustauschs abzufragen. Dafür befragen wir die Mitglieder der Joint Research Groups, mit wem sie in den vergangenen 6 Monaten bereits im Austausch standen und wie eng dieser Austausch war. Basierend auf diesen Daten zeichnen wir ein Netzwerk, in dem wir die Stärken und Herausforderungen für den Wissensaustausch ablesen können. Schauen wir uns das Netzwerk erstmal visuell an. Hier sehen wir schon mal, dass das Netzwerk viele Verbindungen hat und besonders in der Mitte eng gestrickt ist. Dies lässt sich auch in der Netzwerkkennzahl der Dichte festmachen. Die Dichte des Netzwerks ist ein wichtiges Maß, um festzustellen, wie eng Personen im Netzwerk miteinander vernetzt sind. Dabei kommt eine Prozentzahl raus. Diese gibt an, wie viel Prozent aller möglichen Verbindungen in einem Netzwerk auch tatsächlich bestehen. Man kann dies an diesen Beispielsnetzwerken gut sehen. Achtung! Eine höhere Dichte ist nicht immer erstrebenswert. Wenn ein Netzwerk zu dicht ist, dann kann die Kommunikation schnell ineffizient werden. Weiterhin sehen wir im Netzwerk besonders im Zentrum viele Verbindungen. Diese können wir quantitativ im Maß der Zentralität ausdrücken. Wenn eine Person im Netzwerk zentral ist, dann hat sie Zugang zu vielen wichtigen Ressourcen, zum Beispiel Informationen, Reputation oder Einfluss. Es gibt unterschiedliche Arten von Zentralität. Schauen wir uns das hier einmal im Beispielnetzwerk an. In Rot sehen wir Diane. Sie hat eine sehr hohe Zentralität, gemessen an ihren direkten Verbindungen. Niemand sonst im Netzwerk kann so viele andere Personen direkt ansprechen. In Grün sehen wir Fernando und Garth. Sie haben eine hohe mittlere Nähe zu den anderen Personen im Netzwerk. Das heißt, im Mittel können zum Beispiel Informationen, die sie aussenden, alle anderen im Netzwerk recht schnell erreichen. In Blau sehen wir schließlich Heather. Sie hat eine hohe Betweenness-Zentralität. Das bedeutet, dass Informationen, die durch das Netzwerk fließen, sie passieren müssen, um alle zu erreichen. So können Informationen von Jane oder Ike nur über Heather in den Rest des Netzwerks geschickt werden. Heather hat daher eine besonders wichtige Rolle und wird auch als Broker bezeichnet. Neben der Zentralität einzelner Personen können wir uns auch die Zentralisierung des Gesamtnetzwerks anschauen. Ein komplett zentralisiertes Netzwerk ordnet sich wie ein Stern um eine einzige Person an. Dezentralisierte Netzwerke bestehen aus einzelnen kleinen Gruppen oder Clustern, die untereinander verbunden sind. Verteilte Netzwerke wiederum sind eher homogen und gleichmäßig vernetzt. In unserem Netzwerk hier sehen wir ein dichtes Zentrum, aber auch einige Querverbindungen weiter außen, die einzelne Cluster verbinden. Besonders im Zentrum werden daher Informationen gebündelt und über zentrale Personen weitergegeben. Diese Personen sind daher sehr wichtig, damit Wissen nicht stecken bleibt. Die Querverbindungen zwischen den Clustern brauchen wir jedoch auch. Informationen können so schneller fließen und Wissen wird effektiv genau da ausgetauscht, wo es benötigt wird, ohne zusätzliche Vermittlungsstufen. Bis jetzt haben wir uns die Gesamtstruktur des Netzwerks angesehen. Aber wie finden wir heraus, ob die Joint Research Groups tatsächlich ihr Ziel erreichen? Dazu können wir uns ansehen, welche Personen in den Netzwerken miteinander verbunden sind. In dieser Abbildung haben wir die Personen farblich nach ihren Organisationen eingefärbt. Erst einmal können wir sehen, dass eine Durchmischung der Organisation stattfindet und sich Personen über organisationale Grenzen hinweg vernetzen. Wir sehen aber auch, dass einige Organisationen stärker und zentraler im Netzwerk vertreten sind als andere. Gerade am Anfang einer Kooperation ist das aber normal. Wie gehen wir dies an?
In gemeinsamen Veranstaltungen wie den Kolloquien können wir sehen, wer sich dort mit wem vernetzt und Wissen austauscht. Hier kommt es zu neuen Kontakten über Organisationsgrenzen hinweg, die im weiteren Verlauf in den Gruppen gefestigt werden können. In unserer Begleitforschung vergleichen wir verschiedene Veranstaltungsformate dahingehend, wie gut sie die Vernetzung fördern. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Posterpräsentationen besonders zu Beginn einer Kooperation gut funktionieren, damit alle erste Einblicke in die Arbeit der anderen bekommen. So entsteht eine gemeinsame Wissensbasis. Im weiteren Verlauf sollte Wissensvermittlung aus Vorträgen, Pitches oder Postern immer mit interaktiven Formaten verbunden werden, zum Beispiel Arbeit an Roundtables oder in einem World Café-Format. So kann Wissen nicht nur ausgetauscht, sondern gemeinsam weiterentwickelt werden. Wichtig dabei, die Kleingruppen sollten im Vorhinein strategisch durchmischt werden. Ansonsten ist die Tendenz zu groß, einfach weiter mit den KollegInnen zu sprechen, die man ohnehin schon gut kennt. Neben den Kolloquien bringen wir in unserem Projekt auch noch weitere Formate ein, um die Zusammenarbeit in den Joint Research Groups zu fördern. So bieten wir Teamentwicklungen für alle Joint Research Groups an, schulen Mitarbeitende in Netzwerktrainings für den Austausch oder bieten mit dem Videoformat Meeting Hacks Tipps und Tricks für bessere Zusammenarbeit in Besprechungen. Natürlich sind auch die Tech Talks ein wichtiger Teil dieser Formate. Damit werden Ergebnisse der Joint Research Groups für andere aufbereitet und präsentiert, sodass auch neue Mitarbeitende schnell den Weg ins Thema finden. Aber wirkt das Ganze denn nun? Sehen wir uns das Netzwerk ein Jahr später an. Wir sehen, dass die Organisationen stärker verteilt sind und die zentralen Positionen auch von Personen aus anderen Organisationen besetzt werden. Die Formate zeigen also bereits Wirkung, die wir in der kommenden Arbeit noch ausbauen und vertiefen werden. Wenn du auch bei dieser Weiterentwicklung dabei sein möchtest, neue Ergebnisse sehen und Formate kennenlernen möchtest, dann kontaktiere uns gern. Oder besuch unsere Webseite unten in der Videobeschreibung.